Was ist jetzt aber, wenn Sie einer von den beiden waren, wo ich am Anfang gesagt habe, der sich bewusst darauf vorbereitet hat, der gespart hat, der fleißig war, der 20 oder 30 oder 40.000 Euro in seinem Leben gespart hat, zur Seite gelegt hat oder der ein kleines Häuschen hat als Altersvorsorge, der wird zur Kasse gebeten. Der wird nämlich gezwungen, bis auf ein Schonvermögen, alles Vermögen, was in seinem Leben erwirtschaftet hat, hierfür bereitzustellen, den Eigenanteil aus eigener Tasche zu bezahlen. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist absolut ungerecht, weil es ein erneuter Schlag in die Leistungsträger unserer Gesellschaft ist, für die Menschen, die sich hier selbstständig auf diese Situation vorbereitet haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber der große Hammer, und das weiß ja keiner. Hey zusammen, ihr kennt das sicher. Man arbeitet sein ganzes Leben hart, zahlt Steuern und legt etwas für den Ruhestand zurück. Doch was passiert, wenn man plötzlich pflegebedürftig wird? Ulrich Siegmund von der AfD spricht in seiner Rede über ein schockierendes Problem. Selbst wenn man sich abgesichert hat, kann der Staat bis zu 10 Jahre später Geld zurückfordern. Und das ist nicht nur vom Pflegebedürftigen selbst, sondern auch von seinen Kindern oder Enkeln. Siegmund fordert eine faire Pflegevollversicherung, damit Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet und gespart haben, nicht bestraft werden. Ein Thema, das jeden von uns betreffen kann. In seinem Beitrag zeigt er, wie unfair unser aktuelles System ist und wie dringend eine grundlegende Reform benötigt wird. Bleibt dran, um mehr über diesen wichtigen Missstand zu erfahren. Auf geht's! Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihr Leben lang fleißig gearbeitet, haben Steuern gezahlt, waren sparsam, haben sich auf den Lebensabend vorbereitet, haben sich auf eine Notsituation vorbereitet. Oder aber Sie haben den Anspruch gehabt, Ihren Kindern oder Enkelkindern irgendwann mal was übrig zu lassen, etwas weiterzugeben und eine bessere Zukunft vorzubereiten. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben alles verjubelt, haben nie irgendeinen Cent gespart, haben immer in den Tag hineingelebt oder Sie haben unser Sozialsystem ausgenutzt, waren faul, haben absichtlich sich nicht auf den Lebensabend vorbereitet. Und jetzt tritt die Situation ein, Sie sind pflegebedürftig, Sie brauchen Hilfe und jetzt ist es wahnsinnig ungerecht in diesem Land. Und darum geht es heute, um den sogenannten Pflegeeigenanteil und warum das eigentlich für jeden Menschen unabhängig vom Alter wichtig ist. Das möchte ich heute mal herausstellen. Ich möchte auch jedem mit auf den Weg geben, sich unabhängig vom Alter jetzt schon auf diese Situation vorzubereiten, weil es über kurz oder lang in jeder Familie in diesem Land Thema werden wird. Und dazu komme ich gleich. Erstmal sind wir nicht gleichgestellt. Wir sind ziemlich weit weg. Wir haben eine Pflegeversicherung, die nicht alles abdeckt. Viele wissen das nicht in diesem Land und deswegen plädieren wir als ersten Lösungsvorschlag für eine Pflegevollversicherung. Wir möchten aus der Teilkasko eine Vollkasko machen. Wir möchten, dass sich jeder Mensch in diesem Land, der eingezahlt hat, auf ein würdevolles Leben im Alter verlassen kann. Es geht heute aber vor allem darum, dass in diesem Land für jeden und alles das Sozialamt einspringt, aber wehe, Sie haben irgendeine Lebensleistung gehabt, wehe, Sie waren fleißig, wehe, Sie haben Geld gespart, dann werden Sie in diesem Land richtig zur Kasse gebeten. Und wie das abläuft und warum das wirklich für viele Familien für eine Katastrophe werden könnte, darum geht es heute in meinem Debattenbeitrag, weil das ist eigentlich der Kern, der immer hier den Menschen bewusst gemacht werden muss in diesem Land, weil ganz viele das gar nicht wissen, was hier eigentlich im Alter auf sie zurollt. Wie läuft es denn aktuell ab? Jemand wird pflegebedürftig in ihrer Familie, kriegt einen Pflegegrad, eine Summe X wird jeden Monat überwiesen und er muss, wie gesagt, in ein Heim, das wissen wir alle, das ist die große Summe Y. Die kostet nämlich deutlich mehr und die Differenz, dieses Delta müssen Sie privat tragen. Bei vielen Menschen reicht die gesetzliche Rente dafür aus, aber bei sehr vielen Menschen reicht sie nicht aus. Und genau diese Differenz trägt bei vielen Leuten in diesem Land das Sozialamt, indem sie einen entsprechenden Antrag stellen. Was ist jetzt aber, wenn Sie einer von den beiden waren, wo ich am Anfang gesagt habe, der sich bewusst darauf vorbereitet hat, der gespart hat, der fleißig war, der 20 oder 30 oder 40.000 Euro in seinem Leben gespart hat, zur Seite gelegt hat oder der ein kleines Häuschen hat als Altersvorsorge, der wird zur Kasse gebeten. Der wird nämlich gezwungen, bis auf ein Schonvermögen, alles Vermögen, was in seinem Leben erwirtschaftet hat, hierfür bereitzustellen, den Eigenanteil aus eigener Tasche zu bezahlen. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist absolut ungerecht, weil es ein erneuter Schlag in die Leistungsträger unserer Gesellschaft ist, für die Menschen, die sich hier selbstständig auf diese Situation vorbereitet haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber der große Hammer, und das weiß ja keiner, ist die 10-jährige Frist der rückwirkenden
Anfechtung von Schenkungen beispielsweise in Familien, die das Sozialamt machen kann. Das weiß kaum jemand in diesem Land. Weil wer der Meinung ist, er bereitet sich darauf vor, indem er sein Vermögen los wird, zum Beispiel indem er es an seine Enkelkinder überweist, der kann bis zu 10 Jahre lang rückwirkend zur Kasse gebeten werden. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen von Ihrem Großelternteil oder von Ihren Eltern, bekommen Sie 10.000 Euro geschenkt, weil der sagt, irgendwann werde ich ein Pflegefall. Ich möchte nicht, dass der Staat das bekommt. Hier, ich möchte, dass du ein schönes Leben hast. 8, 9 oder teilweise 10 Jahre später kann dann, wenn dieser Pflegefall eintritt, das Sozialamt um die Ecke kommen und sagen, diese Schenkung wird rückgängig gemacht und dann teilweise sogar Zinsen drauf verlangen, wie ein Gerichtsurteil aus Celle bewiesen hat. Das heißt, Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder können eines Tages richtig zur Kasse gebeten werden, nur weil sie eines Tages mal die Entscheidung getroffen haben, ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Und das ist alles, meine sehr geehrten Damen und Herren, aber nicht gerecht und ein Schlag ins Gesicht aller fleißigen Menschen in diesem Land. Übrigens gebe ich auch jedem mit auf den Weg, gilt das auch für eine Immobilie. Wenn Sie eine Immobilie, ein kleines Häuschen hatten als Altersvorsorge und das überschrieben haben an Ihre Kinder oder Ihre Enkelkinder, kann auch das 10 Jahre später rückabgewickelt werden per Gerichtsbeschluss. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. So, jetzt haben wir das Problem, dass es eine katastrophale Entwicklung ist in der Pflege. Das wissen wir alle. Was möchten die Linken? Sie möchten heute mit ihrem Antrag, ich formuliere es in einem Satz, die Leistungsträger dieser Gesellschaft weiter zur Kasse beten, noch mehr zur Kasse beten, indem sie den Anteil derjenigen, die ein Einkommen haben oder ein Einkommen hatten, höher setzen wollen und die das alles mitfinanzieren wollen. Das möchten wir nicht, deswegen lehnen wir diesen Antrag ab. Und ich finde es sehr, sehr traurig, diese ganze Debatte heute. Noch nicht einmal wurde die Grundproblematik der Schieflage in der Pflege wieder angesprochen. Wir plädieren hier ganz klar nicht von dieser Symptomlösung. Wir möchten die Grundlösung, demografische Katastrophe beheben, Pflegepersonalnotstand beheben und natürlich den aktuellen Inflationswahnsinn beheben, weil diese 3 Punkte führen überhaupt dazu, dass wir uns über diese Situation unterhalten müssen, dass wir eine Katastrophe in der Pflege haben und dass dieser Eigenanteil immer weiter ausufert. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, weg von dieser Problembehandlung der Linken, weg von einer weiteren Belastung der Leistungsträger unserer Gesellschaft hin zu einer lösungsorientierten Problematik oder zu einem lösungsorientierten Ansatz der Grundprobleme in diesem Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Es ist wirklich unglaublich, wie Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet und gespart haben, im Pflegefall vom Staat regelrecht ausgenommen werden. Diese Ungerechtigkeit muss endlich aufhören. Was denkt ihr dazu? Habt ihr vielleicht selbst oder in eurer Familie schon solche Erfahrungen gemacht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft kein Video mehr zu solchen wichtigen Themen verpasst. Aktiviert auch die Glocke, um immer direkt informiert zu werden, wenn ein neues Video online geht. Teilt das Video auch gerne mit Freunden und Familie, damit mehr Menschen erfahren, wie unfair unser System derzeit ist. Wenn ihr den Kanal zusätzlich unterstützen möchtet, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link, wie ihr uns über PayPal unterstützen könnt. Vielen Dank für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil dieser Community seid. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.